Hallo Thomas. Hallo Sandra. Wie geht es dir? Mir geht es sehr gut, danke. Wir haben ja schon lange nichts mehr voneinander gehört. Bei mir gibt es viel Neues. Wir haben ja schon lange nichts mehr voneinander gehört. Bei mir gibt es viel Neues. Ja, was denn? Ich habe im Sommer die Schule mit dem Abitur abgeschlossen. Ich habe im Sommer die Schule mit dem Abitur abgeschlossen. Und ich mache seit Herbst ein freiwilliges soziales Jahr. Und ich mache seit Herbst ein freiwilliges soziales Jahr. Echt? Was ist denn das? Echt? Was ist denn das? Ich arbeite ein Jahr lang in einem Altenheim und kümmere mich dort um die alten Menschen. Ich arbeite ein Jahr lang in einem Altenheim und kümmere mich dort um die alten Menschen. Ich spreche mit ihnen, spiele mit ihnen und gehe mit ihnen spazieren. Ich spreche mit ihnen, spiele mit ihnen und gehe mit ihnen spazieren. Aber du willst doch Tierärztin werden, oder? Aber du willst doch Tierärztin werden, oder? Das stimmt, aber das kann ich ja später noch werden. Das stimmt, aber das kann ich ja später noch werden. Wenn ich mein soziales Jahr abgeschlossen habe, möchte ich mit dem Studium beginnen. Wenn ich mein soziales Jahr abgeschlossen habe, möchte ich mit dem Studium beginnen. Ist das nicht langweilig, wenn man immer nur mit alten Leuten zusammen ist? Ist das nicht langweilig, wenn man immer nur mit alten Leuten zusammen ist? Nein, gar nicht, meistens sind die sehr nett. Nein, gar nicht, meistens sind die sehr nett. Sie freuen sich, wenn ich zu ihnen komme, und erzählen mir aus ihrem Leben. Sie freuen sich, wenn ich zu ihnen komme, und erzählen mir aus ihrem Leben. Und ich freue mich, dass ich etwas Sinnvolles machen kann. Und ich freue mich, dass ich etwas Sinnvolles machen kann. Ich denke, ich werde auch sehr viel lernen. Andere Dinge als in der Schule. Ich denke, ich werde auch sehr viel lernen. Andere Dinge als in der Schule. Ich verstehe. Bei uns, in Österreich machen nur die Männer, die nicht zum Bundesheer gehen. Ich verstehe. Bei uns, in Österreich machen nur die Männer, die nicht zum Bundesheer gehen. So etwas Ähnliches wie ein soziales Jahr. Das heißt Zivildienst. Aber die Frauen müssen nichts tun. So etwas Ähnliches wie ein soziales Jahr. Das heißt Zivildienst. Aber die Frauen müssen nichts tun. Das war bei uns auch so. Aber seit einigen Jahren gibt es in Deutschland die Wehrpflicht nicht mehr. Das war bei uns auch so. Aber seit einigen Jahren gibt es in Deutschland die Wehrpflicht nicht mehr. Ein freiwilliges soziales Jahr können Frauen und Männer machen. Ein freiwilliges soziales Jahr können Frauen und Männer machen. Wo kann man überall ein freiwilliges soziales Jahr machen? Wo kann man überall ein freiwilliges soziales Jahr machen? Das freiwillige soziale Jahr kann man in sozialen Einrichtungen machen. Das freiwillige soziale Jahr kann man in sozialen Einrichtungen machen.
zum Beispiel in Kindertagesstätten, Behindertenheimen oder in Altenpflegeeinrichtungen. Zum Beispiel in Kindertagesstätten, Behindertenheimen oder in Altenpflegeeinrichtungen. Warum sollte man ein freiwilliges soziales Jahr machen? Warum sollte man ein freiwilliges soziales Jahr machen? Der Freiwilligendienst bietet dir die Möglichkeit, dich ganz allgemein beruflich zu orientieren. Der Freiwilligendienst bietet dir die Möglichkeit, dich ganz allgemein beruflich zu orientieren. Ein soziales Jahr gibt dir Raum und Zeit, dir über deine beruflichen und persönlichen Ziele klar zu werden. Ein soziales Jahr gibt dir Raum und Zeit, dir über deine beruflichen und persönlichen Ziele klar zu werden. Welchen Abschluss braucht man dafür? Welchen Abschluss braucht man dafür? Ein Freiwilligendienst steht im Grunde jedem und jeder offen. Ein Freiwilligendienst steht im Grunde jedem und jeder offen. Dein Schulabschluss und deine Zeugnisse spielen keine Rolle. Dein Schulabschluss und deine Zeugnisse spielen keine Rolle. Ein Freiwilligendienst ist möglich, sobald du die allgemeine Vollzeitschulpflicht erfüllt hast. Ein Freiwilligendienst ist möglich, sobald du die allgemeine Vollzeitschulpflicht erfüllt hast. Die meisten Menschen sagen, dass sie ehrenamtlich tätig sind, weil es ihnen Spaß macht. Die meisten Menschen sagen, dass sie ehrenamtlich tätig sind, weil es ihnen Spaß macht. Sehr viele wollen gerne anderen Menschen helfen. Sehr viele wollen gerne anderen Menschen helfen. Andere Gründe der Freiwilligen sind: Freunde finden, Neues lernen und aktiv bleiben. Andere Gründe der Freiwilligen sind: Freunde finden, Neues lernen und aktiv bleiben. Die meisten Freiwilligen sind im Sportsektor tätig und dort vor allem bei Fußballvereinen. Die meisten Freiwilligen sind im Sportsektor tätig und dort vor allem bei Fußballvereinen. Es gibt auch viele Freiwillige im Sozialbereich. Es gibt auch viele Freiwillige im Sozialbereich. In verschiedenen Kirchenorganisationen, bei Kulturvereinen und bei Freizeitvereinen. In verschiedenen Kirchenorganisationen, bei Kulturvereinen und bei Freizeitvereinen. Und wie viel verdient man da? Und wie viel verdient man da? Das Taschengeld beträgt maximal 414 € monatlich. Das Taschengeld beträgt maximal 414 € monatlich. Hinzu kommen in manchen Fällen kostenlose Unterkunft, Verpflegung und Dienstkleidung oder entsprechende Geldersatzleistungen. Hinzu kommen in manchen Fällen kostenlose Unterkunft, Verpflegung und Dienstkleidung oder entsprechende Geldersatzleistungen. Das freiwillige soziale Jahr ist sehr interessant. Danke Sandra für die Informationen. Das freiwillige soziale Jahr ist sehr interessant. Danke Sandra für die Informationen.